Capsule Wardrobe. Basic-Teile, die dich gut durch den Frühling bringen. Capsule Wardrobe. So Kapselgarderobe sind Basic-Teile, die dich immer gut durch eine Saison bringen. Es handelt sich um Kleidungsstücke, die dir den Alltag vereinfachen, weil die Frage, was soll ich heute anziehen, die fällt schon weniger schwierig. Es sind Kleidungsstücke, die du sehr gut miteinander kombinieren kannst und natürlich auch mit anderen Kleidungsstücken gut stylen kannst. Ich zeige dir 8 Kleidungsstücke, die du auf jeden Fall im Schrank haben solltest. Ein Outfit besteht aus mindestens 2 Kleidungsstücken. Das ist einmal Unterteil und ein Oberteil. Und da sind wir schon bei einer Hose. Mein Vorschlag für deine Frühlingsgarderobe ist eine Stoffhose in dunkelblau. Eine leichte Hose, eine weite Hose, eine Buntfalterhose, denn die kannst du nicht nur sportlich sondern auch elegant kombinieren. Mit verschiedenen Kleidungsstücken, mit den Basic-Teilen, die ich auch hier habe. Ich werde hier auch im Video zeigen, welche Kombimöglichkeiten du hast, denn diese Hose ist eben ein Grundstein von meinem Outfit. Und ein Tipp habe ich ja auch schon direkt, du kannst ruhig in eine gute Hose investieren, denn die wird dich nicht nur durch die eine Saison begleiten, sie wird dich begleiten über Jahre, denn eine klassische Hose kannst du immer wieder neu kombinieren. Eine Hemdbluse in Blau. Da wir eine weiße Bluse im Schrank haben, da gehe ich schon davon aus, weil die kannst du immer wieder kombinieren. Wir brauchen aber für den Frühling eine schöne, frische Farbe. Deswegen hellblau kannst du auch immer gut kombinieren. Ist eine Farbe, die du auch, wie gesagt, sportlich wie auch elegant. Du kannst ja die Farbe zu Gesprächen tragen. Und eine Hemdbluse ist ein Klassiker, den du immer wieder gut kombinieren kannst. Hemdblusen sind sowieso Alleskönner. Du kannst die ja mit einem Rock, mit einer Hose kombinieren. Deswegen hellblaue Hemdbluse ist mein Vorschlag für deinen Schrank. An Streifen kommen wir nicht vorbei. Sie haben uns im Winter begleitet, sie werden uns im Frühling wie auch im Sommer weiterhin begleiten. Da sind wir schon zum Beispiel bei Thema Maritim Look. Streifen gehören auf jeden Fall auch in jeden Schrank. Für den Frühling schlage ich dir vor, entweder einen leichten Pulli oder ein Shirt mit Streifen, weil die kannst du ja auch immer wieder gut kombinieren. Ein weißes T-Shirt. Ein schlichtes T-Shirt gehört ja auch in jeden Schrank, denn wir gehen schon mal ein bisschen weiter in den Frühling rein. Die Temperaturen werden ja auch ein bisschen höher. Es wird immer wärmer. Also man braucht vielleicht auch eine leichte Kleidung drunter. Deswegen ein weißes T-Shirt lässt sich auch immer gut kombinieren und gehört meiner Meinung nach auch in die Frühlingsgarderobe. Jetzt komme ich zu der Oberbekleidung. Für mich gehören 3 Kleidungsstücke in die Garderobe. Einer davon ist ein Blazer. Blazer gehören sowieso zu den Trends 2024. Abgesehen davon, ich bin ein absoluter Blazer-Fan, denn ich bin der Meinung, egal was du drunter trägst, mit einem Blazer bist du immer top angezogen. Ich schlage dir eine helle Farbe vor, das kann zum Beispiel beige, das kann hellbraun oder Kamel sein, denn die Farbe lässt sich sehr gut kombinieren, nicht nur mit unseren Basic-Teilen, sondern auch mit kräftigen Farben und so kannst du immer wieder schöne Outfits erstellen. Auch eine Strickjacke gehört für mich zu der Kapselgarderobe, denn sie erlaubt dir einen lässigen Auftritt und vielleicht magst du nicht immer in einem Blazer unterwegs sein. Eine Strickjacke lässt sich wirklich auch sehr gut kombinieren. Mein Vorschlag ist auch eine Jacke in dunkelblau, weil sie passt super zu meiner Hose und außerdem, ich habe mich entschieden für einen runden Halsausschnitt, weil wenn es ein bisschen kälter ist, bist du ein bisschen besser geschützt. Hier mit dekorativen Knöpfen, trotzdem eine neutrale Farbe, die du ja auch über mehrere Saisons tragen kannst. Eine kurze Jacke lässt sich auch unter eine Jacke tragen, wie auch unter einem Mantel. Also das ist mein Vorschlag für deine Garderobe, eine Strickjacke in dunkelblau.
Und natürlich, ohne einen Trenchcoat geht gar nicht. Ein Trenchcoat gehört auch meiner Meinung nach in jeden Schrank, denn ein Trenchcoat kannst du immer tragen, über die Jahre, kannst immer gut kombinieren, ob lässig oder elegant, mit einer Hose, mit einem Kleid. Ein Trenchcoat lässt dich auch immer gut aussehen. Es ist perfekt für den Übergang. Also ein Trenchcoat ist für mich ein Must-Have. Normalerweise entscheidet man sich ja für die klassische Farbe in Beige. Ich zeige dir zwei meiner Lieblinge, denn Beige lässt sich gut kombinieren. Wie gesagt, ist klassisch. Ich habe auch einen in Weiß, kann ich auch sehr gut stylen. Also das sind meine Vorschläge für den Frühling. Ein Trenchcoat in diesen zwei schönen Farben. Auch ein Kleid gehört zu der Capsule Wardrobe und da es sich hier um Basic-Teile handelt, habe ich mich absichtlich für ein Hemd-Blusenkleid in hellbeige entschieden. Das Kleid wird mich nicht nur durch den Frühling begleiten, sondern auch in den Sommer rein. Sollte ich ein Verlangen nach ein bisschen Farbe haben, kann ich immer das Kleid mit bunten Accessoires aufpeppen, wie zum Beispiel mit einem Schal, einem Gürtel oder einer Tasche. Wie ich das Kleid schon mit einem Halstuch gestylt habe, kannst du sehen in meinem letzten Video, werde ich dir noch unten verlinken. Auf jeden Fall, das Kleid gehört für mich auch in die Frühlingsgarderobe. Es gibt 3 Taschen, die zu meiner Kapselgarderobe gehören. Das wäre einmal eine schwarze Tasche, eine klassische Tasche, die du jeden Tag tragen kannst. Eine große, schicke Tasche, die du auch zum Job bzw. beruflich tragen kannst. Und eine dritte Tasche, die du vielleicht zum Bummeln oder wenn du dich mit einer Freundin triffst, eine kleinere Tasche in Braun. Schuhe, die in meiner Frühlingsgarderobe gehören, sind einmal Pumps mit einem mittelgroßen Absatz, bequeme Schuhe in Chanel-Stil. Für den lässigen Gang brauchen wir Sneaker. Ich habe mich jetzt hier für eine neutrale weiße Farbe entschieden, weil die kannst du ja auch immer gut kombinieren. Also wenn man ein bisschen bequemer unterwegs sein möchte, Sneaker sind auch eine gute Wahl. Pumps gehören für mich auch in jede Garderobe. Schuhe mit Absatz in einer neutralen Farbe kannst du immer wieder kombinieren, ob mit einer Hose oder einem Rock. Pumps in diesem Ton sind immer gut zu haben. Ich hoffe, dass ich dir heute eine kleine Anregung liefern konnte, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte. Schreib bitte in den Kommentaren, ob du auch ein Fan von Capsule Wardrobe bist und wenn du magst, kannst du mich liken und natürlich auch abonnieren.